Hallo und willkommen bei Rhinoworks und ganz herzlich willkommen in meiner kleinen Werkstatt, die ich euch heute gerne mal zeigen möchte. Bevor wir das tun, habe ich euch ja im Titel noch eine kleine Ankündigung versprochen. Für die, die schon mal ein paar Videos von mir gesehen haben, für die ist das jetzt nicht mehr großartig neu. Ich habe bislang immer Englisch gesprochen in meinen Videos und auf vielfältigen Wunsch von euch hin möchte ich das nun ändern und künftig Deutsch sprechen. Für meine englischen Zuschauer, vielen Dank an euch. Tut es mir leid, dass es künftig Deutsch sein wird und nicht mehr Englisch, aber ich werde das Ganze sicher immer untertiteln, damit ihr auch mitkommt, was ich hier fabriziere. Und damit steigen wir ein in die kleine Werkstatttour. Meine Werkstatt befindet sich im Keller eines benachbarten Mehrfamilienhauses. Ich bin also wirklich in wenigen Schritten hier. Die Werkstatt ist 19 Quadratmeter groß, das ist nicht mega groß, aber für meine Ansprüche reicht es völlig aus. Ich war vorher in einem kleinen Lattenverschlag in unserem Keller. Da konnte man sich wirklich kaum um sich selbst drehen, ohne irgendwas umzustoßen. Von daher ist das hier wirklich ein Riesenfortschritt für mich. Die Werkstatt ist gut gegen Lärm isoliert, was ich sehr schätze. Ich kann hier wirklich bis spät in die Nacht arbeiten und hatte bis jetzt noch keine Klagen. Wobei ich nach 22 Uhr natürlich keine extrem lauten Maschinen wie die Kreissäge oder die Kappsäge laufen lasse. Und hier verbringe ich eigentlich die meiste Zeit in meiner Werkstatt. Meine gute alte Werkbank. Die habe ich vor etwa einem Jahr noch im Lattenverschlag unseres Kellers selbst gebaut. Ich hatte damals nur Handwerkzeug und eine Handkreissäge dafür. Das war wirklich ein schwieriges Unterfangen, auf so kleinem Raum eine solche Werkbank zu bauen. Die Idee dazu hatte ich von einem neuseeländischen YouTube-Kanal. Ich verlinke euch das Video unten, falls euch interessiert, wie man dieses Ding baut. Was ich zusätzlich noch gemacht habe, ich habe diese Schubladen eingebaut. Ziemliches Chaos hier drin, aber leisten mir gute Dienste. Hier unten hat es viel Stauraum für Elektrowerkzeug. Hier steht zum Beispiel meine Handkreissäge, meine Makita-Oberfräse. Irgendwo steht noch ein Elektrohobel, Winkelschleifer, sowas alles hat hier wunderbar Platz. Sehr wichtig für mich ist eine gute Übersicht über meine Werkzeuge in der Werkstatt. Darum habe ich hier diese French Cleat-Wand gebaut. Die hatte ich damals im Lattenverschlag unseres Kellers begonnen und habe sie hier erweitert. Mittlerweile geht sie hier bereits um die Ecke. Es sind jetzt nicht mega die speziellen French Cleat Holder dabei. Es ist so ein bisschen das, was man kennt für Hämmer, für Sägen, für Stechbeitel, Schraubenzieher etc. Auf einen Halter bin ich allerdings ein bisschen stolz. Das ist so der komplexeste, den ich bislang gebaut habe. Das ist dieser Halter für verschiedenes Schleifpapier. Man kann das hier oben öffnen. Dann sind diese Schleifpapierrollen auf diesen PVC-Rohren drauf, die man hier reinlegen kann, das Ganze verschließen und über diese Abrisskante mehr oder weniger schön abreißen kann. Ansonsten ziemlich cool finde ich diesen Halter hier. Das ist ein Halter für die Lochsägen. Den habe ich mir vom Holzbastler abgeschaut. Da fliegt schon. Finde ich eine ziemlich coole Idee, dass man das hier so wie eine Torte aufstapelt. Das wirklich löst ein Problem, weil diese Lochsägen, die fliegen sonst einfach überall rum. Finde ich ziemlich cool. Ich verlinke euch das Video unten, könnt ihr gerne mal nachschauen. Das ist wirklich ein cooler Halter. Und ein bisschen stolz bin ich auch auf dieses Apothekerschränkchen für die French Cleat Wall. Das lässt sich aufklappen und man hat dann hier so wie einen kleinen Tisch, wo man vielleicht Pflaster oder sowas zuschneiden kann. Gebraucht habe ich es bis jetzt zum Glück noch nicht, seit ich es gebaut habe. Ich hatte das auch mal für YouTube gebaut. Wenn es euch interessiert, wie ich das gemacht habe, verlinke ich euch das Video dazu im Eck oben. Dann kommen wir mal zu den Maschinen, die hier so rumstehen. Und wir fangen an mit der Tischkreissäge. Bei mir ist das die Bosch GTS 635 216, für die ich diesen Werkstattwagen gebaut habe. Viele von euch werden den kennen, von Let's Bastel habe ich den nachgebaut. Ist mir soweit gut gelungen für meine Künste. Die Spaltmaße stimmen hier nicht überall und hier schließt die Schublade nicht so perfekt ab, aber bin eigentlich ziemlich happy, wie er rausgekommen ist. Was ich ebenfalls nachgebaut habe, ist diese Erweiterung zum Frästisch von Let's Bastel mit der Sauter-Einlegeplatte. Darunter rotiert eine Triton TR001, mit der ich sehr zufrieden bin.
Was ich im Frästisch noch eingebaut habe, ist dieser Queranschlag hier, den ich auch schon mal benutzt habe. Gute Sache. Was ich hingegen noch nicht benutzt habe, sind hier diese Seitenanschläge. Keine Ahnung, ob ich das jemals brauchen werde. Hat mir einfach Spaß gemacht, hier noch eine T-Nut einzulassen mit diesen Seitenanschlägen. Keine Ahnung, ob ich sie jemals brauchen werde. Etwas, was noch ein bisschen speziell ist bei diesem Fräsanschlag, ist dieser Deckel hier, den man wegnehmen kann. Den habe ich gebaut für den Fall, dass ich diese Schrauben hier drin einmal entfernen muss, um den Fräsanschlag zu entfernen. Das Problem bei der GTS 635 216 ist, dass sie auf der Sägeseite des Parallelanschlags keine Löcher hat, wie das bei der 10XC der Fall ist. Und mit diesem Deckel konnte ich dieses Problem ein bisschen umgehen. Finde ich eigentlich doch ganz cool. Dann sind wir hier bei meiner Kappsägenstation. Hier rotiert die Bosch GCM 8 SJL, mit der ich sehr zufrieden bin. Diese Kappsägenstation ist, glaube ich, das erste, das ich in der neuen Werkstatt hier gebaut habe. Dazu gibt es auch ein YouTube-Projekt in 2 Teilen. Den ersten Teil verlinke ich euch gerne oben im Eck. Was ich hier noch cool finde, sind diese Anschläge auf beiden Seiten des Tisches. Auf dieser Seite habe ich etwa 1,40 Meter, wo ich abmessen kann, und auf der anderen Seite etwas mehr als 1 Meter. Hier sind wir bei meinem dicken Hobel von Triton. Das ist die neueste Maschine in meiner Werkstatt, gibt es erst seit ein paar Wochen. Habe ich auch erst bei einem einzigen Projekt benutzt. Das war der Salontisch mit Fischgrätenmuster. Das Projekt verlinke ich euch wieder oben im Eck. Könnt ihr euch gerne anschauen. Da hat mir das Gerät super Dienste geleistet. Es war allerdings auch noch Palettenholz. Wie es dann ausschaut mit Harthölzern, das wird sich dann erst noch zeigen. Aber ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Jedenfalls habe ich für diese Maschine diesen fahrbaren Untersatz hier gebaut. Damit kann ich das ganz easy hier unter der Kappsägestation verstauen und habe hier ein bisschen mehr Platz in der Werkstatt. Dann habe ich noch eine kleine Bandsäge der Firma Metabo, BAS 260 Swift oder so irgendwas, keine Ahnung. Habe ich mal aus zweiter Hand gekauft, tut was sie soll, bin ich recht zufrieden damit. Für die Bandsäge habe ich mal diesen Unterschrank gebaut mit Schublade und Schränkchen. Habe ich auch ein YouTube-Video dazu, könnt ihr euch gerne mal anschauen, ich verlinke es euch oben im Eck. Und das Beste ist, das Ding lässt sich ebenfalls schieben, kann ich also auch wunderbar irgendwo an die Wand stellen und kommt mir nicht in den Weg in der Werkstatt. Zu guter Letzt habe ich hier noch diese Stampfbohrmaschine, das ist eine Optimum B14 Basic, mit der ich eigentlich auch sehr zufrieden bin, tut was sie soll. Was ich dafür noch gebaut habe, ist dieser Bohrtisch, den sicher viele von euch auch gebaut haben. Hier mit diesen austauschbaren Opferbrettchen könnte man mal wieder ein neues reintun. Was ich außerdem noch gebaut habe, ist hier dieser Bohranschlag, der auch noch einen seitlichen Anschlag hat. Konnte ich schon einige Male gut brauchen, finde ich eigentlich ziemlich cool. Absaugen tue ich die ganzen Maschinen übrigens wirklich nur mit einem Staubsauger. Standardmäßig ist er hier unter der Kappsägenstation installiert. Wenn ich aber die Tischkreissäge oder die Bandsäge oder den Hobel benutzen will, dann stecke ich ganz einfach um. Gerade beim Hobeln ist das echt schwierig, weil ein bisschen hobeln und das Ding ist in 0, nix voll. Also da muss wirklich in nächster Zeit mal eine andere Lösung her. Vielleicht baue ich mir eine Absauganlage, traue ich mich noch nicht so ganz ran, vielleicht kaufe ich mir auch etwas, mal schauen. Für meine ganzen Kleinteile habe ich mal dieses Ordnungssystem hier gebaut. Das ist ein ganz einfaches Projekt, das ich ebenfalls mal für YouTube abgefilmt habe. Verlinke ich euch gerne oben im Eck, könnt ihr euch gerne anschauen, wenn es euch interessiert. Ich finde es cool, es nimmt wenig Platz weg, ist einfach gebaut, ist übersichtlich und ja, kann man machen. In einer kleinen Werkstatt ist es natürlich wichtig, sein Holzlager etwas kompakter zu halten. Dafür habe ich mal diesen Wagen aus OSB-Holz gebaut, der einfach 2 große Fächer fürs Holz hat, plus diese PVC-Rohre in verschiedenen Längen, wo man Dübelstangen, Metallprofile, Gewindestangen etc. lagern kann. Und man kann das Ding auch bewegen, weil es Rollen hat, wenn man das möchte. Und das Beste kommt natürlich zum Schluss. Und das wäre diese Sticker-Wall hier hinter mir mit all den Werkstatthelden aus der ganzen Welt, die mir ihre Sticker zukommen haben lassen.
Wenn du dich hier schon entdeckst, dann danke ich dir vielmals. Wenn du deinen Sticker hier noch nicht siehst, dann schreib mir doch mal eine Nachricht auf Instagram zum Beispiel, dann können wir bestimmt einen Sticker-Swap veranlassen. In diesem Sinne danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt einen interessanten Einblick in meine kleine Werkstatt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, schreibt mir einen Kommentar und abonniert doch meinen Kanal. Es kommt sicher noch mehr. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.